Anaximenes von Milet ist der dritte der drei ionischen Naturphilosophen. Seiner Ansicht nach ist alles aus Luft entstanden. Anaximenes stammt ebenfalls aus Milet und ist ein Schüler von Anaximander. Er ist der letzte der drei ionischen oder milesischen Naturphilosophen. Wie Anaximander hat auch er einen naturphilosophischen Text mit dem Titel Über die Natur verfasst, welcher jedoch ebenfalls verloren gegangen ist. Was wir von dieser Schrift wissen, wissen wir aus anderen überlieferten antiken Texten. Für Anaximenes ist Luft der Urstoff der Welt. Die Luft ist seiner Ansicht nach unbegrenzt und früher als das Wasser, welches Thales als Urstoff definiert hatte. Ebenso wie Luft dem menschlichen Körper Leben einhaucht, verleiht eine Art universale Luft dem Kosmos Leben. Luft existiert in verschiedenen Formen, als Nebel, als Regen und auch als Stein. Luft unterscheidet sich je nach Substanz durch Dünne und Dichte und alles Existierende entsteht durch Verdünnung und Verdichtung der Luft. Anaximenes deutet damit sämtliche Phänomene als Aggregatzustände einer einzigen Art von Grundsubstanz, der Luft. Die verschiedenen Stoffe, Wind, Wolken, Wasser und so weiter sind nur Modifikationen der einen Substanz, die immer und überall vorhanden ist. Eine solche Theorie bezeichnet man heute als materialen Monismus. Nach dieser Theorie gibt es nur eine Substanz, in diesem Fall Luft, aus der alle existierenden Dinge zusammengesetzt sind. Durch Verdünnung von Luft entsteht Feuer, durch Verdichtung zuerst Wind, dann Wolken, dann Wasser, dann Erde und schließlich Steine. Wärme und Kälte sind entgegen der Naturphilosophie von Anaximander bei Anaximenes keine eigenständigen Substanzen, sondern nur Eigenschaften von Stofflichem. Eine Verdünnung der Luft hat Wärme zur Folge, eine Verdichtung Kälte. Dabei beruft er sich auf ein einfaches Experiment. Wenn man mit weit geöffnetem Mund in die Hand bläst, ist der Atem warm. Wenn man mit zusammengepressten Lippen bläst, ist der Atem kalt. Anaximenes erklärt die Vielfalt des gesamten entwickelten Kosmos durch einen einzigen Organisationstyp, die Verdünnung oder Verdichtung, und auf der Grundlage eines einzigen Stoffes, der Luft. Damit stellt er einen expliziten Zusammenhang her zwischen der Frage, woraus die Welt entstanden ist, und der Frage, woraus die Welt besteht. Er ist der erste bekannte Denker, der eine Theorie der Veränderung aufstellte und sie mit Beobachtungen belegte. Anaximenes sieht den Kosmos als ein harmonisches, wohlgeordnetes Ganzes, das sich zwar stets verändert, aber in seiner Substanz ewig ist. Der gesamte Kosmos ist seiner Ansicht nach aus dem Urstoff Luft entstanden. Durch Verdichtung der Luft entstand zuerst die Erde. Die Erde sieht er als eine auf der Luft schwebende runde Scheibe an. Ihre stabile Lage erklärt sich dadurch, dass sie aufgrund ihrer Flachheit die unter ihr befindliche Luft wie einen Deckel zudeckt. Aus Ausdünstungen der Erde entstanden feurige Körper, die zu den Himmelskörpern wurden. Die Gestirne sind ebenfalls flach und breit und schweben auf der Luft. Der Himmel ist eine Halbkugel oder Kristallschale, die über der Erde liegt. Die Gestirne umkreisen die Erde auf Bahnen, die sich auf der Halbkugel befinden. Bei Nacht ist es dunkel, da hohe Berge den Rand der Erdscheibe im Norden begrenzen und die Sonne in der Nacht verbergen. Anaximenes erklärt mit seinen Prinzipien auch verschiedene Naturerscheinungen wie Blitz und Donner, Regenbögen, Erdbeben und Hagel. Für Anaximenes ist die Luft nicht nur der Stoff, aus dem alle Dinge hervorgegangen sind, sondern auch eine Art Lebenshauch, welcher alle Dinge umfasst und sie zusammenhält. Man kann Luft mit unserer Seele vergleichen. Diese ist ebenfalls luftartig und verbindet die einzelnen Teile des Organismus zu einer Einheit. Die Vorstellung von der Seele als Lebenshauch ist sehr alt. Luft wird in der frühgriechischen Literatur häufig mit der Seele in Verbindung gebracht. Leib und Seele stehen für Anaximenes im selben Verhältnis wie Welt und Luft. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Luft und der Ordnung des Kosmos. Möglicherweise denkt Anaximenes, dass die Luft ihre eigene Entwicklung steuern kann, so wie die Seele den Körper steuert. In jedem Fall schreibt er der Luft göttliche Eigenschaften zu. Was er ganz genau damit gemeint hat, ist aufgrund der schlechten Quellenlage nicht sicher. Bei Anaximenes sehen wir aber ebenso wie bei Thales, dass die Ablösung von der traditionellen griechischen Mythologie nicht zu einem völlig naturalistischen Weltbild im modernen Sinne führt. Zwar vertrauen die ionischen Naturphilosophen der religiös-mythologischen Überlieferung nicht mehr, doch das bedeutet nicht automatisch, dass sie nicht auch Götter und Göttliches in ihre naturphilosophischen Spekulationen mit einbeziehen. Die Götter der Naturphilosophen haben eine völlig andere Rolle als die Götter in der traditionellen Mythologie.
Die Vorsokratiker glauben weder an den überlieferten Schöpfungsmythos noch an die traditionellen griechischen Götter. Sie wollen die Welt mit den Mitteln des Verstandes begreifen und versuchen dabei teilweise auch, den Platz der Götter in der Natur rational zu bestimmen. Das ist ein radikaler Bruch mit der Tradition. Was hältst du persönlich von den 3 milesischen Naturphilosophen? Welcher dieser 3 Denker beeindruckt dich am meisten? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet-Lernset Die Vorsokratiker kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und vertiefen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!